Hi Musik- und Technikfreund, mein Name ist Chris und du schaust gerade meine Videoreihe TC Helicon Voice Live 3 Extreme. In diesem Video erkläre ich, wenn du eine Band haben solltest und ihr In-Ear-Monitoring benutzt, wie man das Voice Live mit einem Click-Track automatisieren kann, ohne den ganzen Konzertabend lang einen Knopf betätigen zu müssen. In diesem Beispiel mit Logic, was ich nicht unbedingt für Live-Performance empfehlen kann, aber es dennoch zeigen möchte. Als erstes schließen wir das Voice Live mit einem USB-B Minikabel an den Computer an und schalten ihn dann ein. Dann musst du bei deinem Voice Live auf die MIDI-Einstellungen gehen. Hier wählst du bei Source mit dem ersten Rädchen USB aus, falls es noch auf MIDI-Ports stehen sollte. MIDI-Tempo schalten wir ebenfalls ein, da jeder Song einen unterschiedlichen Tempo hat und dementsprechend die Delay-Effekte angepasst werden müssen. Bei Input Channel kannst du entscheiden, welchen Kanal du benutzen magst, falls du weitere Effekt-Pedalboards hast. Bei Input und Output kannst du diverse Sende- oder Empfangoptionen aktivieren oder deaktivieren. Jetzt öffnen wir ein neues Projekt bei Logic und wählen externes MIDI aus. Logic sollte bereits dein Gerät erkannt haben. Im MIDI-Ziel wählen wir das Voice Live 3 Extreme aus und erzeugen die Spur. Für diese Präsentation erstelle ich einen groben Click-Track. Wenn du genauer wissen willst, wie man einen Click-Track für eine Band mit Logic erstellt, schreib's mir doch unten in die Kommentare und ich erkläre dir dann in einem anderen Video Schritt für Schritt, was man braucht und wie man eins bastelt. Wenn du einen Click-Track fertig gebastelt hast, müssen wir erstmal die Clock für deinen Voice Live aktivieren. Dazu gehen wir in die Einstellungen und dann zu MIDI, wählen Sync und dann zu MIDI-Sync-Einstellungen für Projekt. Bei Ziel wählen wir das Voice Live 3 aus und schalten die Clock ein, da jeder Song individuell schnell ist und dementsprechend die Delay-Zeit beim Voice Live 3 angepasst wird. Um MIDI-Töne für Harmonien zu programmieren, benutze ich in diesem Fall das Akai Mini. Wir starten jetzt die Aufnahme und schalten nun die Effekte zur richtigen Zeit ein oder aus und spielen die Töne, wenn du Harmonien brauchst. Sobald du mit deinem Song fertig bist, können wir nun überprüfen, ob alles an der richtigen Stelle ist. Dazu klicken wir auf die Schere oder Doppelklick auf die MIDI-Spur. Und hier auf die Automation. Jetzt siehst du bei der Automation deine Eingaben. Um deinen Voice Live mitzuteilen, dass es sich hierbei um Song 1 handelt, musst du hier auf den Reiter klicken und Programm Change auswählen. Um Preset 1 anzusteuern auf deinem Voice Live, wählst du das Stiftwerkzeug aus und klickst einmal auf die Region. Um Preset 1 auf dem Voice Live auszuwählen, ziehen wir die Linie auf 0. Bei Song 2 für Preset 2 wählen wir 1. Bei Song Nummer 3 für Preset 21 zum Beispiel dann die Nummer 20. Also musst du immer plus 1 denken. Wenn wir jetzt Song 1 abspielen, startet Preset 1. Wenn wir Song 2 starten, startet Preset 2. Wenn du jetzt noch die Effekteinstellungen timen willst, in diesem Beispiel die Harmonien, gehst du wieder auf den Reiter und wählst 110 für die Harmoniesteuerung. Hier kannst du nun x-beliebig nach rechts oder links verschieben. Achte dabei, dass die Velocity bei 64 bleibt. Ist sie unter 64, bleibt in diesem Fall dein Harmony-Button aus. Dies gilt bei sämtlichen anderen Effekten. Welche Nummer welchen Effekt bedient, steht unten in der Videobeschreibung. Wenn jetzt noch etwas unklar sein sollte oder nicht funktioniert, schreib's mir unten in die Kommentare, gerne helfe ich dir dann weiter. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, noch mehr über ein Abo und natürlich die Glocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Video, ciao!